Und Meera, du hast ein großes Hilfsprojekt in Indien, wo du auch sehr viel tätig bist. Kannst du uns da was darüber erzählen, wie es in Indien aussieht mit Schulen oder was es da alles gibt? Ja, da sind 4, 5 Schulen sind da. Ja, da ist viel Arbeit. Wir brauchen. Wie viele Schüler gibt es in deinen Schulen ungefähr? Wir haben eine große Schule, ist from the baby class to 10th Klasse. Und eine Schule ist from baby class to 7. Klasse. Und andere 3, 4 sind nur Kindergarten. Und wohnen auch Kinder bei dir irgendwo oder kommen die alle von zu Hause? Nee, alle kommen zu Hause. Die kommen zu Hause. Wir haben 6 oder 7 Bus da. Die Kinder kommen Bus und manche Kinder kommen mit Eltern. Es ist viel Arbeit. Und viele Leute kommen und helfen da. Und wir brauchen, wie sagt man, da wir haben nicht so viel Zeit zu meditieren. Also. Und immer, das fängt an vielleicht 7 Uhr morgens, dann abends geht bis 6 Uhr. Also, da braucht man, wie sagt man. Und was sind die Tätigkeiten, die man da alles tun kann? Für was brauchst du da Hilfe? Oh, alle Richtungen. Auch im Außengelände auch? Ja, außen, innen. Ja. Küche? Ja, Küche, alles. Was man kann machen, alles. Ist viel los. Nur meditieren, Leute, das passt nichts. Das ist einfach anstrengend. Wir brauchen nur normalen Beruf und normale Tätigkeit. Also, welche Leute meditieren, die passen nichts da. Das ist zu viel für. Zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit, die kann nichts, wie sagt man, tragen. Da sind ganz laut und da passt nichts. Das ist ganz andere. Welche Leute meditieren, das ist andere Welt und was wir machen da, das ist ganz anders. Das passt nicht so. Manchmal die Volunteer kommen und die bleiben einen Tag, dann wir sagen besser, die gehen anders hin, like a Puttaparthi or Pondicherry. Wir nehmen nichts. Erstmal gucken einen Tag und dann einfach die, wie sagt man, so here is a shock for them, how it is working there. Und wir haben nicht so 10 Kinder, sondern wir sind mehr als 1000 Kinder. Das geht nicht so, was die Leute haben Vorstellung und was wir machen mit indischen Kindern, das ist ganz anders. Da ist kein viel Unterschied. Ja. Was für eine Verbindung und Aufgabe habe ich mit Indien? Ich meine, das hängt, was du machst da. Ne? Was ist deine Vision? Was willst du machen? Das hängt daran. Einfach besuchen, das ist keine Aufgabe. Ne? Du hast etwas zu machen oder helfen, das ist anders. Habe ich eine Aufgabe da? Das hängt, wie man nimmt. Ne? Habe ich eher hier eine Aufgabe? Das ist keine Frage. Keine Frage, okay. Ich habe eine Aufgabe, aber nein, das ist keine Frage. Jeder hat zu etwas machen im Leben. Also es ist egal, wo ich lebe. Ja. Und wie kann ich dauerhaft glücklich sein? Das kommt und geht. Ja.
du uns nochmal erklären, was du genau machst beim Darshan, wenn du uns Darshan gibst? Ja, das ist nicht eine Sache, ne, was die Leute brauchen in that moment. I can help there. It is not general, immer gleich. Also. Siehst du das auch, was der Mensch braucht, wenn er nicht vorher geistig darum gebeten hat oder so? Wenn er einfach vor dir kniet, siehst du schon. Nee, wenn sie kommen zu mir, that moment, was die brauchen, ich gebe, das ist nichts, jeder ist anders. Jeder kriegt anders, nichts gleich. Und jeder Mensch Erfahrung ist anders. Und du siehst es in dem Moment dann auch? Ja, that moment. Ja. Immer wenn du da bist, dann sind die Fragen weg. Wie kommt das? Das ist normal. Das ist normal. Dann ist irgendwie alles okay und alles gut. Ja, ja. So, ja. Und wenn ich in den Alltag zurückgehe, dann kommt es so nach und nach, kommt dann alles wieder. Ja. Ist normal. Okay. Ja, manche Fragen gehen weg und manche bleiben. Das ist Wenn du sagst beten, was bedeutet beten für dich? Bitten? Oder ja, beten means einfach, du glaubst an, where do you believe first. Einfach helper. Okay, okay. Yeah, live God, helper, Jesus, whatever you believe in it. Einfach rufen, einfach sagen, was ist dein Wunsch. Einfach sprechen. Genau. Kannst du immer helfen? Ja, immer. Oder gibt es... Nee, immer. Manchmal kannst du direkt helfen und manchmal dauert es. Ja. Und von was hängt das ab? Ob es direkt ist? Oder? Nee, manchmal kommt sofort und manchmal dauert. Das ist so. Das hängt nichts, du bist nichts, wie sagt man, du hast keine Devotion, das hängt nichts daran, ne? Das manchmal dauert. Okay. Das heißt, du musst einfach mehr machen, oder? Nee. Nee, auch nicht. Manchmal kommt sofort, manchmal dauert und dann manchmal vielleicht kommt gar nichts. Also. Das ist normal. Okay. Manchmal kommt, man fühlt man nichts. Das ist auch okay. Wenn da nichts passiert, dann ist es einfach, geht es darum, damit zu leben. Ja, Ja. wir müssen akzeptieren und Genau. weitergehen. Also wenn ich im Alltag bin und so meine Dinge tue, dann habe ich oft oder manchmal das Gefühl, so in den Dingen, die ich tue, habe ich keine Verbindung mit dem Göttlichen. Also, Nee, so nimmt man nichts. Ich meine, was wir machen, alles verbunden mit Gott oder nichts verbunden. Das ist einfach unsere Aufgabe zu machen. Das ist nicht so denken, das ist nichts verbunden mit Gott oder so muss nichts denken. Einfach machen unsere Pflicht, unsere Aufgabe. Dann aufhören. okay. Auch wenn man manchmal das Gefühl hat, Ja, manchmal wird das ist cool, zu das viel ist oder keiner so. Sinn. Also, aber muss machen einfach. man kann dich um alles bitten. Was? Du sagst ja immer, man kann dich um alles bitten. Ja, alles bieten. Ja. Und Alles was- bieten, alles sagen. Was schlecht oder gut ist, alles kannst du sagen. Schimpfen ist okay. Ja, aber was passiert, wenn jemand, oder wenn ich eine Bitte mache, wo du denkst, mein Gott, was für eine Bitte, das ist nicht gut für mich, sozusagen. Nein. Kannst du alles beten. Alles sagen ist okay. Schlecht. Aber wenn du denkst, das ist nicht gut für mich, Nein, einfach gut oder schlecht, das ist eine andere Sache. In that Moment, was du fühlst,
besser zu ausdrücken. Also es geht nur um das auszudrücken. Ja. Okay. Das heißt, es kann sein, was bei der Elke auch schon war, dass halt nichts passiert, obwohl ich um was bitte. Da ging es einfach nur, dass ich das ausdrücke. Ja, du musst alles ausdrücken. Etwas kommt, keine Zweifel, also einfach sagen. Kannst du uns erklären, was Karma ist? Kann man das erklären? Nee, da Karma ist, da ist nichts zu sagen. Das Karma ist, wir machen es selber. Gut oder schlecht, das ist our own Karma, da ist nichts so viel zu sagen. Aber alles, was uns geschieht, hängt das alles mit altem Karma zusammen? Ja, man kann nehmen, aber das ist nichts 100% stimmt. Na, was wir machen es selber. Wir machen es selber, gut oder schlecht. Vielleicht ein bisschen kommt Karma, aber 90% wir machen es selber alles. Gut oder schlecht. Und was können wir am besten machen? Gar nichts. Gute Meera, es wird gesagt, dass es jetzt schon die 5. Dimension auf der Erde gibt. Stimmt das? Was ist das? Weiß ich auch nicht. Eine neue Welt. Eine neue Welt. Ja. Dass eine neue Welt jetzt schon existieren würde auf der Erde. Stimmt das? Nee, die ist da, wie jetzt ist da noch keine, vielleicht neue Häuser. So. Die bleibt wie jetzt. Da ist keine neue. Nein. Und Meera, du machst so viel für uns alle und für unsere ganzen Kinder, Kindeskinder, die hast du das letzte Mal schön erzählt. Darf man für dich auch beten, dass es dir gut geht? Ja, klar. Beten kann Weil es ist so schön, dass du hier bei uns bist. Und dass du jetzt noch extra Zeit genommen hast. Wunderbar, vielen Dank. ja, das ist, ich mag es gerne machen. Das ist meine Aufgabe, meine Pflicht. Ich mag es gerne machen. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank.